Spionage kommt sowieso immer gut an bei den Leuten. Elektromobilität ist ein Thema, das immer größer wird. Das Thema ist eigentlich prädestiniert dafür. Wenn man sich anschaut, was in der Wirtschaft und der Politik so passiert, ist eigentlich von vornherein klar, dass da Spionage läuft. Ja. Man spioniert die neue Technologie aus, versucht sie zu verhindern. Und da ein Buch darüber zu schreiben, ist eine interessante Idee. Ich finde es eine super Idee, dass ein Kameramann ein Spion ist, weil ich ja mit allen Beteiligten sehr viel Kontakt hatte. Und ich habe sehr viel beobachtet und ich habe auch sehr viel mitbekommen, weil ich mich ja auch sehr mit den Leuten ausgetauscht habe. Und ich war auch einer der wenigen Personen, die wirklich konsequent mit allen Leuten auf dieser gesamten Tour Kontakt hatte. Ich fand es erstmal auf den ersten Blick eine sehr, sehr abgefahrene Idee. Elektroautos sind auch abgefahrene Dinger. Simply great, because we have to emphasize electric mobility in a different way. Not always some technical details that are boring and nobody wants to read about it. Elektromobilität mit einem Krimi verbunden wird und eben mit einem ganz anderen Hintergrund dann an den begeisterten Leser herangetragen wird. Initially I found this idea very interesting and very challenging because electric vehicles are now part of everyday's life, so as books, and so these two matters they meet up in an excellent fashion, so I really like the approach. It will also answer some questions that people maybe have. It will show that electric mobility is not fiction, it's here and now, and not somewhere in the future, and that electric vehicles are mature now. They can compete with gasoline and fossil fuel cars of any kind, anytime and anywhere. Und im Buch wird ja auch nicht übertrieben. Also das, was da drin steht, ist heute möglich. NSA und Unternehmensspionage, das steht in jeder Tageszeitung. Und Elektroautos ist auch kein Ding der Unmöglichkeit. Und das haben wir auch auf den verschiedenen Waves gezeigt. Und, ja. Also ich hoffe, dass sie dadurch bekannter wird. Es wird ein neues Klientel sein, denke ich einmal, das da erreicht wird. Leute, die lesen, die gern Spionageromane lesen, werden so auf das Thema hingewiesen. Ich finde den Ansatz sehr innovativ, das so zu verpacken, weil ja, vielleicht ist die Zugänglichkeit auf den breiten Markt, die Leute, die sich noch nicht mit Elektroautos so auseinandergesetzt haben, können durch das Buch sicherlich auch eine ganze Menge erfahren, ich sage mal auf spielerischer Weise. Und man kriegt doch einiges mit eben von der Technik und von der Szenerie der Elektromobilität und auch des Wettlaufs natürlich, oder wie das eben momentan stattfindet bei der Mobilität, beim Speicher, bei der Technik und so weiter. Das ist interessant. Because it's really mixing up some interesting elements, and on the top, at the end of the book, you also have an overview of all the electric vehicles that are available today, and it gives easy access to almost everybody who is interested to read. For sure, such a novel will help spreading the idea of electric mobility. Also, getting the awareness of people where are problems, who opposes it, why some forces oppose it, and also to clear the facts about the usefulness of electric vehicles. Dazu finde ich ja noch gut, dass im letzten Teil des Buches ja auch ein Fachkapitel drin ist, wo dann also über die Zusammenhänge Spionage, Elektroautos, was es überhaupt für Elektroautos am Markt gibt. I think I have to mention the car as well, because actually the car is the main character. When the book was in preparation, this car was not even born. It was maybe a result of the idea we got at WAVE. So after the idea that was for the book, we made the car. And the car, 2 years later, at this WAVE, actually achieved what was the goal in the book, to break the world record. We did break the world record driving 826 kilometers on single charge in normal traffic conditions, and that's something that was probably also inspired by this book.
part of the book or to be part of the story, we found it exciting, just another adventure in our life, something new. So we both agreed and we like it. We also like the book. Ja gut, ich stehe gerne in der Öffentlichkeit. Ich bin noch nie in einem Buch vorgekommen, muss ich auch dazu sagen. Normalerweise bin ich immer auf der Stage, auf der Bühne, aber noch nie in einem Buch, oder? Also das ist natürlich jetzt nicht richtig gesagt. For us it was great news that we will be models in this book. And we already have some experience because we were main characters in a movie, Future Planet, that was taken in 2008 in Slovenia. It was also about electric mobility. Of course, we didn't know what will be our role, so we were a bit worried. Maybe we could be the bad guys, but somebody has to be anyway. Vorbild einer Romanfigur zu sein, ja, man wusste ja nicht, was kommt. Und irgendwo war da so ein bisschen der Thrill, der Kitzel damit bei. War aber ungefähr so genau wie die WAVE, man weiß ja da auch nicht, was so kommt, die nächste Stunde oder die nächste Minute. Also es kommt immer neue komische Sachen und ich bin halt der Typ so, also ja, Herausforderung. It was a bit tricky because we didn't know which roles will we get, the better, the good ones. But anyway, it was fun and it was exciting. What do you think? Yeah, I think it's, for us it was a new experience besides driving electric vehicle, being aware of a new role in our life, presenting ourselves, being presented in a book, not knowing positive or negative, but at the end, yeah, we like the book. Was hat mich bewogen? Ja, eigentlich war es mir vollkommen egal, welche Rolle ich in dem Roman spiele, ob ich jetzt einer von den Bösen bin oder einer von den Guten oder ob ich nur kurz vorkomme oder länger vorkomme, ist eigentlich vollkommen egal. Mir war es wichtig, dass das Thema einfach behandelt wird und da mit dabei zu sein, ist schon seit Jahren eine Passion quasi und ja, da habe ich gar nicht lange überlegen müssen. Ich habe meine Einwilligung gegeben, weil man ja sonst auch nie die Chance oder die Möglichkeit hat, in so einem Roman mitzuwirken. Ich finde es super, dass Britta mich zu ihrer Hauptperson gemacht hat, weil ich es sehr interessant finde, wie ich auf andere Leute wirke. Und es ist super spannend, das dann auch einfach im Buch zu lesen. Ja, ich muss sagen, als Vorbild für die Romanfigur erfüllt mich doch ein bisschen mit Stolz, ja, oder sagen wir so. Ja. Wer kommt schon namentlich in einem Buch vor, ist ja nicht so allgegenwärtig. I'm somewhat linked in the professional way with cyber criminality or fighting against. So the approach was very interesting to me, or it sounded at least. I already read the book and I must say it's definitely the case that it's worth reading and I really think that this is really a nice job to mix up these things and yeah, for me it was not a big question whether I take part or not. So I had confidence in the author and yeah, for me it was okay, let's take part, like taking part in the WAVE. Es ist ein bisschen eine Ehre dabei. Es war natürlich ein bisschen Angst schon dabei, weil man nicht weiß, wie die Person dargestellt wird oder wie groß jetzt wirklich die Rolle eigentlich ist, die man darstellt. Weißt du, ein Freund von mir, ich habe mal gelesen in einem Buch, da stand dann der Rudi. Der Rudi, ein Freund von mir, ist immer wieder willkommen an eine Flasche Wein in einem Buch gelesen. Da war ich so perplex, dass ich in einem Buch von einem Freund von mir, den ich persönlich kenne, was lese. Und dachte ich, Moment, ist das Buch? Natürlich sind wir da dabei. We have just returned from WAVE, and at this WAVE, things that actually happened are quite similar to the ones that are written in the book. So actually, the book is not a complete fiction. It's okay. If you want to know what's it all about, just read it.